Heute ist die Amtseinführung von Donald Trump in den USA. Zu diesem Thema begrüße ich heute Stefan Engel zum Hintergrundgespräch. Stefan, welche Bedeutung hat dieser Tag? Dieser Tag kann eine Zäsur in der Geschichte der modernen Gesellschaften werden. Immerhin ist Trump ein erklärter Faschist, der relativ skrupellos, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, die Interessen der Herrschenden in den USA verficht. Es ist ja interessant, dass Trump sich nicht scheut, die Leute zu beschimpfen, sie mit Fake News zu übergießen, kann man sagen, und aber auch mit ungeheuer großmäuligen Ankündigungen auch die schlimmsten Anfeindungen gegen irgendwelche politische Gegner vorträgt. Es ist eine neue Ära, weil es auch die reaktionäre Wende hin zum Faschismus weltweit befördert. Trump ist der Anführer dieser reaktionären Bewegungen und man kann überall beobachten, wie die Faschisten dem Trump zujubeln und selbst daraus Vorteile ableiten. Ich erinnere an die AfD, die Weidel, die euch sofort zugejubelt hat um den Trump und in denen man neue Hoffnungsträger sieht. Es ist auch interessant, dass die Faschisten in der ganzen Welt auch seine Slogans kopieren. Make America Great Again wird überall variiert. Jeder muss jetzt sein eigenes Land hervorheben und so weiter. Und das führt natürlich auch dazu, dass natürlich diese faschistische Ideologie sich verbreitet. Die Zäsur von Trump hat weltanschauliche, politische, wirtschaftliche und militärische Folgen. Weltanschaulich ist auf jeden Fall so, dass die faschistische, völkische Ideologie wieder salonfähig gemacht wird und damit auch die brutale Unterdrückung zur Durchsetzung politischer und ökonomischer Interessen der Herrschenden und zur Unterdrückung Andersdenkender, insbesondere auch der revolutionären Arbeiterbewegung. Ökonomisch bringt er die ganze Weltordnung durcheinander. Die bisherige Neuorganisation der internationalen Produktion ist ja seit der vorletzten Weltwirtschafts- und Finanzkrise 2008 in eine tiefen Krise geraten. Und die Krise besteht unter anderem darin, dass jetzt nicht in erster Linie gleiche Bedingungen für den Konkurrenzkampf geschafft werden, sondern dass jedes Land seine Bedingungen zu seinen Gunsten verändert. Da kann natürlich die Supermacht USA viel machen. Mit ihrer angekündigten Zollpolitik bringen sie alles durcheinander. Also wenn die ankündigen, die in China mit bis zu 100% der Steuern belegt, auch Europa wird gedroht mit 10 bis 20% Steuern, dann hat das massive wirtschaftliche Auswirkungen. Ne? Das heißt, er versucht mit dieser Zollpolitik die ausländische Konkurrenz, die in die USA eindringt, etwas abzudämpfen, um seine eigenen Produkte höher zu bewerten. Natürlich ist die Politik, die er betreibt, auch problematisch, weil das natürlich die Preise hochtreibt weltweit. Es wird ein neuer Inflationsschub ergeben und es ist ja interessant, dass die Börsen alle so reagieren, also sie erstmal einen Aufwind befinden. Also das ist nicht so, dass sie jetzt Angst haben und aus den Aktien raus, sondern im Gegenteil ist der Fall, die spekulative Kapital feiert diesen Trump regelmäßig. Politisch ist es so, dass Trump eigentlich die bisherigen Bündnisse, die da geschmiedet wurden mit Europa und der EU, mehr oder weniger in Frage stellt oder anders darstellt. Er bevorzugt bilaterale Bündnisse, wo die USA immer erst in erster Linie ihren Vorteil festschreibt und dann kann der Partner sein, wo er bleibt. Das ist natürlich problematisch für die EU, die sehr stark an die USA ausgerichtet ist, aber auch für alle anderen Länder, Lateinamerika, Afrika, Asien. Militärisch ist es so, dass natürlich die Infragestellung der NATO auch etwas mit dem Alleinherrschaftsanspruch der USA zu tun hat. Sie wollen künftig ihre Truppen nicht in erster Linie einsetzen, um Bündnisse zu beschützen, sondern um die amerikanische Politik durchzusetzen. Und das ist natürlich fragwürdig. Das nützt natürlich einerseits der amerikanischen Rüstungsindustrie, aber ist aber auch ein Hinweis darin, dass die USA vorhat, militärisch sich auf größere Auseinandersetzungen vorzubereiten. Das heißt, diese militärische Ankündigung von Trump führen auf jeden Fall zu einer
Verschärfung der allgemeinen Kriegsgefahr, insbesondere der Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Es ist schon angekündigt worden, dass man mit Iran anders verfahren müsse wie bisher, wo sie nur 2 Attacken von Israel erlebten, sondern da wird richtig ein Krieg vorbereitet. Ne? Und mit China, da wird natürlich diese chinesische Ambitionen auf Taiwan wird wie so ein Angriff auf den Westen bezeichnet. Das ist natürlich klar. Hinzu kommt, dass natürlich inzwischen, und das hat er vor allem nach den Wahlen sehr stark thematisiert, regelrechte Annexionsbestrebungen von Trump verkündet wurden. Kanada wird schlicht als 51. Bundesstaat der USA erklärt. Grönland soll künftig zu USA und auch der Panama-Kanal soll künftig wieder unter die Kontrolle der USA. Das ist alte imperialistische Politik, die ja eigentlich mit dem Zeitalter des Neokolonialismus vorüber ist. Ne? Da muss natürlich auch sagen, dass diese Annexionspolitik von Putin das vorgemacht hat, wie man also auch Gebietsansprüche militärisch durchsetzt. Oder auch Israel, das ist ja ähnlich. Die wollen ja regelrecht Gaza zumindest ein Stück weit oder ganz einverleiben oder die Westjordanland oder ein Teil von Syrien, ein Teil von Libanon. Diese Annexionspolitik kommt wieder hoch und damit auch alte imperialistische Merkmale, die natürlich alle zur Verschärfung der Kriegsgefahr führen, weil sie natürlich die Souveränität selbstständiger Staaten berührt. Du hast jetzt Donald Trump auch als Faschisten bezeichnet, ne? Und ist ja auch die Meinung von der MLPD. Aber wenn ich jetzt in die Zeitung gucke oder in die Tagesschau, die bürgerlichen Medien, die sehen das nicht so. Die haben den jetzt meines Wissens bisher noch nicht als Faschist bezeichnet. Also hier herrscht in der bürgerlichen Geschichtsschreibung also eine Fehlinterpretation vor, was eigentlich Faschismus ist. Für sie ist Faschismus gleich Hitler-Diktatur. Aber der Faschismus ist ja eigentlich definiert als die brutalste terroristische Herrschaftsform zur Durchsetzung der Diktatur der Monopole. Und da diese brutale Unterdrückungsmaßnahmen stehen im Vordergrund. Natürlich wird auch dort werden auch Betrugsinstrumente instrumentalisiert, aber dieser Terror steht im Mittelpunkt. Und wenn Faschismus, wie er heute auftritt, und ich würde ihn als modernen Faschismus bezeichnen, so hat er zumindest im jetzigen Stadium, bezieht er es vor, sich demokratisch zu geben. Er beteiligt sich an Wahlen, sucht nach parlamentarischen Mehrheiten, bedienen Begriffe, die demokratisch klingen wie Meinungsfreiheit. Also wenn sie ihre faschistische Ideologie verbreiten, dann beanspruchen sie die Meinungsfreiheit oder demokratische Rechte und Freiheiten, ne? Oder das Recht, ihr Land zu verteidigen, wenn die Migranten ins Land eindringen und so weiter. Das hört sich alles sehr demokratisch an, man muss aber den Gehalt genauer untersuchen. Und in Wirklichkeit geht es ja um ein extrem rassistischer, nationalistischer und faschistischer Politik, die hier verbreitet wird, die nur durch demokratische Floskeln verbrämt wird. Es wird die Zeit kommen, da werden diese brutalen Herrschaftsmethoden nach innen und außen auch zum Ausdruck kommen. Also wir haben es ja bei der Amtseinführung von Trump nicht einfach nur mit einem Regierungswechsel zu tun, sondern es ist auch ein Wechsel der Herrschaftsformen, der hier sich anbahnt, noch nicht vollständig durchgesetzt ist, aber der im Grunde genommen der eigentliche Gehalt ist. Und das hat natürlich weltweite Auswirkungen. Man muss auch sehen, dass der Trump seine neue Amtsführung auch schon entsprechend vorbereitet hat. Der erste Schritt war natürlich, dass er den obersten Gerichtshof da in den Supreme Court mit Trump-Anhängern besetzt hat. Die haben dann gleich verkündet, dass der Trump für alles, was er in seiner Amtsführung durchführt, nicht bestraft werden darf. Insofern kann er also dann auch solche Aufstände organisieren, wie bei der Amtseinführung von den beiden vor 4 Jahren. Das Zweite ist das Umschalten der Medien. Die großen Internetkonzerne sind alle umgeschwenkt auf die Unterstützung von Trump. Also zunächst erstmal Twitter, Facebook und so weiter. Und wir werden erleben, dass wir auch von den Medien her eine andere Art der ausgerichteten sozialfaschistischen Demagogie erleben. Und das Dritte ist, was auffällig ist, dass er schon im Vorfeld bei der Auswahl seines Kabinetts
wirklich die reaktionärsten, faschistischsten Rassisten ausgesucht hat, die wirklich 100% mit dem Trump übereinstimmen. Also allein in der Auswahl dieses Kabinetts, ne, wird deutlich, was der vorhat. Also das ist nicht vergleichbar mit der ersten Amtsperiode von Trump, wo er noch ein bisschen vorsichtig agiert hatte und noch mehr den demokratischen Mantel über seine Amtsführung gehalten. Jetzt wird es viel offener, reaktionärer, faschistischer und hier wird sich zeigen, was das in der Welt alles auslöst. Also ich gehe davon aus, dass wir eine sehr finstere Zeit des Imperialismus erleben wollen, wo man mit allen rechnen muss. Ja, Stefan, du bist jetzt ja gerade darauf eingegangen, dass wir jetzt nicht erwarten können, dass die nächste Amtszeit von Trump einfach eine Wiederholung von seiner ersten wird, ne? Also, wie siehst du das jetzt? Was können wir politisch von der neuen Trump-Regierung erwarten? Also umweltpolitisch ist der Trump ja aus diesem Klimaabkommen ausgetreten. Das letzte Mal, diesmal wird er das nicht dabei belassen. Er hat angekündigt, eine regelrechte Offensive durchzuführen, um fossile Rohstoffe wieder stärker zu fördern und auch einzusetzen. Ne? Auch was die Atomkraftwerke betrifft, wird er also aggressiver vorgehen. Da hat er nicht umsonst diesen extremen Klimaleugner jetzt zu seinem neuen Energieminister auserkoren. Ne? Das Zweite, also wir werden also eine Verschärfung der Umweltkrise erleben, wir werden aber auch eine gigantische Aufrüstung erleben. Das ist auch nicht wie bisher. Die USA hat schon immer viel aufgerüstet und hat auch schon immer einen hohen Anteil ihres Haushalts für Militär ausgegeben. Aber was da jetzt zu erwarten ist, ich werde das in den Schatten stellen. Ne? Das Dritte, was mir auffällt, ist, dass er diese Slogan von der Remigration von Flüchtlingen, dass er in Deutschland immerhin dazu geführt hat, dass Millionen auf die Straße gegangen sind, das hat er vor. Er will seine Armee einsetzen, um Millionen von Flüchtlingen wieder aus dem Land rauszutreiben oder Leute, die da zum Teil seit Jahren schon da sind, in Arbeit stehen oder auch sich da integriert haben, wohnen, die Kinder dort aufgewachsen sind. Also da wird einiges zu erwarten sein. Und wenn das passiert, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Signal weltweit ist, diese Politik zu verschärfen. Ich meine, die Weitel hat nicht umsonst angekündigt, dass Remigration jetzt auch zu ihrem Wahlprogramm gehört. Ne? Das hätte sie sich vor 2 Jahren noch gar nicht getraut. Also man sieht, wie dieser Faschismus zunimmt und immer rücksichtsloser wird. Und das wird sich ja vor allem ändern. Ne? Und auch was er auch angekündigt hat, dass er sich rächen will an allen Leuten, die ihn widersprochen haben, die ihn vor Gericht gezerrt haben, die im Wahlkampf gegen ihn gekämpft haben. Das ist ja auch eine Methode, die eigentlich in der bürgerlichen Demokratie nicht üblich ist, ne? Dass man politische Gegner bestraft für ihre Gegnerschaft. Ne? Also hier wird man sehen, was das wird. Und das alles ist natürlich auch immer damit verbunden, dass er alle als Kommunisten bezeichnet. Also das ist interessant, also den Biden und die Kamala Harris hat er als Kommunistin bezeichnet. Er bezeichnet jeden als Kommunist, der ihm widerspricht. Also dieser aggressive Antikommunismus, den der da vertritt, der ist auch sehr typisch für den und der wird auch zunehmen. Das war auch in der letzten Legislaturperiode auch vorhanden, aber diesmal hat er das sehr stark in seinen Wahlkampf schon zugespitzt und wir werden also auch eine stärkere antikommunistische Aggression erleben. Also wir haben hier irgendwie so eine regelrechte internationale faschistische Gefahr, ne? Was für Schlussfolgerungen muss man jetzt daraus ziehen? Der Kampf gegen den Faschismus rückt natürlich in den Mittel vom Klassenkampf. Die Arbeiterbewegung muss international verhindern, dass der Faschismus weiter zunimmt und dass die bürgerlich-demokratischen Rechte und Freiheiten verteidigt werden. Das ist für die Entwicklung des Klassenkampfs sehr bedeutend. Das hat sogar strategische Auswirkungen für den Kampf der Arbeiterklasse, der Kampf um die bürgerlich-demokratischen Rechte und Freiheiten. Und weil sich kein sozialistisches Bewusstsein unter solchen Bedingungen richtig frei entfalten kann. Hinzu kommt, dass natürlich wichtig ist, dass man den Kampf gegen Militarismus und gegen die Umweltzerstörung, also diese Inhalte, die er bringt, auch eine andere Dimension gibt. Und der Kampf gegen Faschismus ist natürlich sicherlich auf der einen Seite in erster Linie eine weltanschauliche Auseinandersetzung gegen diese völkische, rassistische, nationalistische Ideologie,
Aber sie wird immer mehr auch politisch werden mit dem, was der Trump jetzt davor hat. Und in der Situation ist natürlich die Überzeugungsarbeit unter den Massen wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, mehr Bündnisse zu machen. Viel, viel breitere Bündnisse gegen den Faschismus. Und da muss man auch die neue Situation richtig begreifen. Also Bündnisse mit Leuten, die man vielleicht bisher gar nicht in die Bündnisarbeit einbeziehen wollte, bis in die Sozialdemokratie, die Gewerkschaftsführung, in bürgerliche Parteien hinein, muss ja diese Offenheit für eine antifaschistische Bündnisarbeit entwickelt werden. Und dazu müssen wir auch noch ein bisschen umdenken. Ne? Also wir haben immer noch bei uns in der Partei oft eine Tendenz, das ein bisschen zu eng zu fassen und auch den Kampf gegen Faschismus zu unterschätzen. Ne? Wir haben ja jetzt in Riesa eine gute Auseinandersetzung mit der AfD. Allerdings muss man auch sagen, also das hat gut geklappt. Also was wirklich hervorragend war, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen antifaschistischen Kräfte, das war ein Riesenfortschritt, das war besser geklappt wie vorher. Aber man muss auch sagen, dass diese antifaschistische Bewegung noch Schwächen hat. Und die Schwächen bestehen insbesondere darin, dass es sich noch zu wenig an die breite Masse richtet. Blockaden sind eigentlich keine Methode, die die Massen beeinflusst. Ne? Da wurden Demonstrationen durch die Stadt durchgeführt, da haben die Leute das Fenster nicht aufgemacht. Die wurden vorher schon verhetzt. Da kommen die Linksextremen aus ganz Deutschland, macht eure Fenster zu. Die Polizei hat schon richtig demonstrativ ihre Polizeieinheiten zwischen die Demonstrationen in die Wohnhäuser gestellt. So, wir beschützen euch vor diesen Leuten. Und wir müssen aufpassen, dass wir mehr den Boden bereiten. Ne? Das haben wir in Gera gut gemacht. Da haben wir uns vor allem an die Bevölkerung gerichtet, haben dann auf der Grundlage Demonstrationen durchgeführt und eine Kundgebung. Das hat eine ganz andere Wirkung gehabt. Das muss die antifaschistische Bewegung lernen. Ansonsten, was die Bündnisarbeit betrifft, haben wir viel dazu gelernt und hat auch insgesamt die antifaschistische Bewegung dazu gelernt. Es gab also viel weniger oder völlig unbedeutende Versuche, eigentlich diese antifaschistische Einheit zu verhindern oder da irgendwelche Leute auszugrenzen, die der einen oder anderen politischen Richtung nicht genehm ist. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch. Das war auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken. Danke ebenfalls. Und ich hoffe natürlich auch, dass das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern heute das Interesse geweckt hat. Wir haben euch die ganze Serie mit den Hintergrundgesprächen in der Beschreibung verlinkt und freuen uns aufs nächste Mal.